Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Das nenne ich Applaus. Prasselnden Applaus. Wie ein Platzregen. Oh, was ist das denn? Da kommt ja echt was von oben. Aua, au. Zahnbelag und Hagelschlag. In Deckung. Unverschämtheit. Wer versaut mir denn hier den Auftritt? Kaum bin ich hier oben auf dem Schreibtisch, da hagelt es. Was ist das eigentlich für Zeug? Kleine, harte Dinger. Einige sind braun, einige grün und gestreift und länglich. Oh, die hier, die sehen schön aus. Hart und gelb und rund. Gelbe Perlen? Ha, ich beiß mal drauf. Ich hab's. Maiskörner und andere Körner. Und wo kommen die her? Wenn diese ganzen Körner nach unten fallen, vielleicht sollte ich mal einen Blick nach oben werfen. Elchlatrine und Dachlawine. Da oben, hinter mir, auf dem Rand, da wo der Schreibtisch höher ist, ungefähr so hoch. Ach, das seht ihr ja gar nicht. Ist eine mega volle Plastiktüte. Eine Einkaufstüte. Die steht total schräg. Und die neigt sich. Gefährlich nach vorne. Aha, deshalb sind diese Körner darunter gefallen. Aus der schrägen Einkaufstüte von oben direkt auf den Schreibtisch. Samt Verpackung. Peng, zerplatzt. Hoffentlich bleibt der Rest oben. Besser erst mal aus der Schusslinie gehen. Weg da, ihr blöden Körner! Moment mal. Vielleicht sollte ich das Ganze mal anders sehen. Aus getrockneten Maiskörnern kann man nämlich leckeres Popcorn machen. Aber wie? Ich hab's. Ich frag Nora. Die weiß das. Nora lebt in den USA. Da wurde doch die Popcornmaschine erfunden, vor über 100 Jahren. Nora wird uns gleich ein spannendes Abenteuer erzählen, mit wilden Pferden. Zuerst soll sie mir aber helfen. Hey Nora, kannst du mich hören? Klar, Marvi, hab sogar schon alles mitbekommen und musste mir das Lachen verkneifen. Das ist nicht zum Lachen. Hier geht es um Sein oder Nichtsein. Da muss man ernst bleiben. Also, wie macht man eigentlich Popcorn? Dass du das nicht weißt, du alte Futternase. Einfach die getrockneten Maiskörner in einen Topf, Tropfen Öl dazu, Deckel drauf und heiß machen. Heiß machen? Irgendwann knallt's dann. Und das Popcorn ist fertig. Aber wie kriege ich das bloß heiß? Aber du willst doch bestimmt noch wissen, was ich dir und deinen Zuhörern gleich erzählen will. Klar doch. Aber... schieß los, Nora. Sei vorsichtig mit dem, was du sagst. Da, wo ich herkomme, wird wirklich noch manchmal geschossen. Ich lebe in dem Teil der USA, den man früher den Wilden Westen nannte. Im Bundesstaat New Mexico. Ich bin verrückt nach Pferden, besonders nach wilden Mustangs. Ich habe sogar versucht, einen zu zähmen. Wilder Westen? Wilde Pferde? Klingt nach einem echten Kracher. Dabei fällt mir ein, dass auch meine World Reporter heute hoch zu Ross sind. Im Land der Cowboys. Yippie! Hey, JC, Ming und Roberto. Seid ihr wirklich im Wilden Westen? Are you really in the Wild West? Yes, Marvi Hämmer. We're in Nevada, in the USA. We're horseback riding. Soon, we'll be at Pikes Peak.
Pikes Peak is a western town. Yippie-yay! Pikes Peak ist eine Westernstadt. Gibt es da noch Cowboys und Indianer? Are there still cowboys and Indians? Oh, Silver. No, Marvi. No one lives here anymore. It's a ghost town. The last cowboys left Pikes Peak 70 years ago. Vor 70 Jahren haben die Cowboys die Stadt verlassen. Und alles so gelassen, wie es ist? Wow, Pikes Peak, wie unheimlich. Ich höre ein Schild im Wind und eine Tür. Seid ihr jetzt in der Geisterstadt? Are you at the ghost town now? Yes, we're here. It's a spooky place. There's only one street. The houses are falling apart. But you can imagine all the horses, the cowboys, the ladies, the sheriff. JC, stop daydreaming. Let's do our job. Let's search for things that people left here 70 years ago. Ihr wollt Sachen finden, die Leute vor 70 Jahren zurückgelassen haben. Die müssen ja museumsreif sein. Wow. That's really something. Hast du was gefunden? Roberto, did you find anything? A gun! I found a gun! Aha, how very interesting. It's a 70-year-old Smith & Wesson. Too bad the gun doesn't work. But I'm gonna keep it anyway. Du willst die Knarre behalten? Sei vorsichtig. Be careful with that shotgun, Roberto. Okay, Marvi. Hey, where's JC? She's looking for the saloon. Aha, die Lady sucht den Saloon. Da war früher die totale Action. Tolle Musik, Raufereien, Kartenspieler, die volle Cowboy-Action. There's a sign. Saloon. Here it is. It's dusty here. JC? Is that you? It's not JC. It's a rattlesnake. Rattlesnake. Eine Klapperschlange hinter der Salontür. Kennt ihr den? Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Okay, Spaß beiseite. Mit Klapperschlangen ist nicht zu spaßen. Lass die Schlange am besten in Ruhe. Leave the snake alone. You're right, Marvi. But JC's inside. Let's look for another entrance. Gute Idee, Ming. Sucht mal einen anderen Eingang. Aber seid vorsichtig. Be careful. In der Zeit denke ich darüber nach, wie ich die Maiskörner erhitze. In meiner Schublade liegt doch noch das alte Puppengeschirr. Da ist ein Topf dabei. Und ein Kocher. Der hat sogar mal funktioniert. Ich muss das schnell überprüfen, aber das dauert jetzt zu lange. Denn ihr wartet ja auf meinen Marvi Hammers Kika Cowboy Quiz. Yippie! Dam, dram, 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 Bonanza. Die Sonne singt, der Käse stinkt, Bonanza. Cowboys. Harte Burschen. Den ganzen Tag im Sattel. Spielen Mundharmonika. Treiben das Vieh zusammen. Schließen Blutsbrüderschaft mit Indianern, trinken schwarzen Bohnenkaffee am Lagerfeuer und Whisky im Saloon und schießen wild in der Gegend rum. Wenn man das glaubt, was man in diesen Filmen sieht, diesen Westernfilmen. In meinem Quiz geht es darum, wie die Cowboys wirklich lebten. Frage 1 lautet: Warum heißen die Cowboys eigentlich Cowboys? A. Weil sie sehr jung waren. B.
weil sie ständig Kaugummi kauen. C, weil sie große Rinderherden durch das ganze Land trieben. Kaugummi kauen, so ein Quatsch. Cowboy schreibt sich ganz anders, nämlich C-O-W. Cow. Cow ist Englisch und heißt Kuh. Und Boy heißt zwar Junge, aber es gab auch alte Cowboys, nicht nur junge. Deshalb ist Antwort C richtig. Im Süden der USA gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts Millionen von Rindern. Die Viehzüchter stellten Cowboys ein, um große Rinderherden quer durch das Land nach Norden zu treiben, in die Nähe der großen Städte. Es gab ja noch keine Eisenbahnverbindung dorthin. Der Weg war lang, bis zu 3000 Kilometer, bei Wind und Wetter. Tja, das Leben der Cowboys war verdammt hart und lange nicht so lustig wie beim Cowboy-Spielen. Es macht ja echt Spaß, sich als Cowboy zu verkleiden. Mit Stiefeln und Sporen, mit Blue Jeans, einer Weste und einem Halstuch und einem Cowboy-Hut. Der sah nicht nur schick aus, sondern war auch ganz wichtig. Frage 2 lautet: Wofür benutzten die Cowboys ihren Hut? A. Um Kälber einzufangen. B. Um daraus Wasser zu trinken. C. Für das Hütchenspiel im Saloon. Zum Einfangen der Kälber benutzten die Cowboys natürlich Lassos. Hütchenspiel im Saloon. Hey, Fremder, schau her. Hier sind 1, 2, 3 Hüte. Die sehen alle gleich aus. Nun gib mir schon deinen Silberdollar. Den lege ich unter diesen Hut. Merk ihn dir gut, den Hut. Du sollst den Hut mit dem Dollar ja wiederfinden. Sonst verlierst du deinen Dollar. Los geht's! Na, wo ist dein Silberdollar? Unter diesem Hut, sagst du? Fehlanzeige! Unter diesem hier? Wieder nix. Du denkst, Marvi the Kid hat geschummelt? Dann sperr mal die Augen auf. Der Dollar ist natürlich unter diesem hier. Nein, ich glaube nicht, dass die Cowboys die Hüte für das Hütchenspiel benutzten. Viel zu groß. Mit ihrem Hut schöpften die Cowboys tatsächlich Wasser aus dem Fluss oder aus einer Wasserstelle und benutzten den ollen Kopfdeckel als Trinkgefäß. Na dann, gut Schluck. Und Antwort B ist richtig. Ein Cowboy ohne Pferd, das wäre wie Marvi ohne, ja was denn? Ah, Baseballkappe, genau. Wie kamen denn eigentlich die Pferde nach Amerika? A. Auf den Schiffen der Spanier. B. Mit der Arche Noah. C. Sie waren immer schon da. So, die letzte Antwort gibt's im Galopp. Schließlich muss ich mich nun um mein Popcorn kümmern. Mit den Pferden war das so. Die spanischen Eroberer, die im 16. Jahrhundert nach Amerika kamen, hatten ihre Reitpferde mitgebracht. Einige dieser Pferde wurden später freigelassen, verwilderten und bildeten Herden von Wildpferden, die man später Mustangs nannte. Antwort A ist also richtig. So, das war mein Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Und ich tauche jetzt ab in meine geheime Schublade mit dem ganzen Krimskrams. Da finde ich hoffentlich alles, was ich zum Popcorn machen brauche. Ich sag euch, das wird ein Kracher. Aber vorher hört ihr Nora aus New Mexico und ihre spannende Geschichte von dem wilden Mustang mit dem schönen Namen Starlight. Hallo Marvi Hämmer. Ich heiße Nora und bin 19 Jahre alt. Ich lebe auf einer Farm in New Mexico, einem Bundesstaat im Süden der USA. Die Gegend hier ist wunderschön. Unendliche Prärie und ein paar Canyons. Natur, soweit das Auge reicht. Hier wächst das Gras zwischen blassgrünen Wacholderbüschen und Zedern. Wir sind eine richtige Cowboy-Familie, die seit Generationen Rinder züchtet. Meine Eltern, mein älterer Bruder und ich. Reiten habe ich gelernt, bevor ich laufen konnte.
Pferde sind sehr wichtig für uns, denn wir arbeiten mit ihnen. Mit ihnen kontrollieren wir unsere Rinderherden und Weiden, Tag für Tag. Da sitzt man täglich bis zu 6 Stunden im Sattel. Ein echter Knochenjob. Hier geht alles jeden Tag seinen geregelten Lauf. Wenn man Dad mal eine Veränderung vorschlägt, sagt er nur, ein alter Gaul ist nicht leicht zu überzeugen. Stimmt, alte Gäule sind ziemlich stur. Gelegentlich beobachten wir während unserer Arbeit Mustangherden, die durch die Prärie ziehen. Mustangs sind wilde Pferde, die hier in Freiheit leben. Aber es sind keine echten Wildpferde, sondern Pferde, die vor gut 400 Jahren von den spanischen Eroberern nach Amerika gebracht wurden, dann aber ausgebrochen und verwildert sind. Ich liebe Mustangs. Sie sind stolz und ungestüm. Da sie keinen Umgang mit Menschen kennen, sind sie sehr scheu. Es ist zwar schon ein paar Cowboys gelungen, wilde Mustangs zu bändigen, aber ein Bekannter meines Vaters wurde dabei totgetreten. Deshalb sagt Dad immer, dass ihm so ein wilder Mustang niemals auf die Ranch kommt. Trotzdem, seitdem ich klein bin, träume ich davon, einen Mustang zu besitzen. Ich interessiere mich schon lange dafür, wie man mit sanften Methoden wilde Pferde bändigt. Unser Nachbar Sam hat damit Erfahrung. Einiges hat er dem amerikanischen Pferdetrainer Monty Roberts, dem sogenannten Pferdeflüsterer, abgeschaut. Ich habe Sam schon oft besucht. Heimlich natürlich, wegen Dad. Wenn Dad wüsste, unter Sams Anleitung habe ich es sogar schon geschafft, selbst ein wildes Pferd zu führen. Man muss bestimmte Sachen wissen. Zum Beispiel, dass Pferde Fluchttiere sind. Wenn du mit ihnen in einem runden Longierpaddock bist, einem sogenannten Round Pen, musst du sie in eine Fluchtsituation versetzen, zum Beispiel durch das Zuwerfen eines Lassos. Das Pferd läuft dann zunächst Runde um Runde. Da es aber im Round Pen nicht entkommen kann, stoppt es irgendwann und sendet Signale aus. Es leckt und kaut, als wolle es sagen, »Hallo, ich bin doch nur ein ganz friedlicher Pflanzenfresser.« Dann musst du dem Pferd den runden Rücken zeigen und ganz unbeteiligt tun. Wenn du alles richtig machst, kommt das Pferd auf dich zu und der erste Schritt in Richtung Zusammenarbeit ist getan. Das klingt ganz einfach, aber man braucht sehr viel Erfahrung. Früher gab es unendlich viele Mustangs in den USA, sehr zum Ärger der Farmer, weil sie angeblich so viel Weidegras wegfraßen. Doch inzwischen haben einige Amerikaner wieder ein anderes Verhältnis zu unseren Mustangs. Sie sehen in ihnen ein Sinnbild für Freiheit. Damit die Mustangs sich aber nicht unkontrolliert vermehren, werden sie einmal im Jahr zusammengetrieben und dann sozusagen zur Adoption freigegeben. Das heißt, man kann sie ersteigern. In diesem Sommer sollen Mustangs aus unserer Region zusammengetrieben und versteigert werden. Und ausgerechnet wir sollen den Rangern helfen. Dad hat nichts dagegen, aber mitreiten will er nicht. Mir egal, denn Sam wird unser Anführer sein und der kennt sich mit Mustangs aus wie kein zweiter. Am Tag, bevor es losgehen soll, bauen wir 2 Meilen südlich der Ranch am Ende des Canyons einen Paddock aus Metallgittern. Dort hinein wollen wir morgen die Mustangs treiben. Dann werden sie registriert und verladen. Nach getaner Arbeit gehen wir ganz früh in die Federn, denn wir wollen noch vor der Sonne raus. Nach deftigem Frühstück mit Eiern und Speck und einem Pott Kaffee steigen wir auf unsere Pferde. Die schütteln ihre Müdigkeit mit jedem Schritt ab. Vorne reitet Sam. Mit seinem sonnengegerbten Gesicht und seinem abgewetzten Hut sieht er aus wie im Western. Wir sitzen in dicken Jacken und Chaps, den Lederschürzen, die unsere Beine schützen, in unseren Westernsätteln. Wir haben Lassos und Funkgeräte dabei und Gerten, an die kleine weiße Plastiktüten gebunden sind. Mit den Tüten, die im Wind knattern, lassen sich die scheuen Pferde im entscheidenden Augenblick in eine bestimmte Richtung treiben. 2 Tage zuvor hatten wir eine aus etwa 15 Tieren bestehende Herde gesehen, 10 Meilen östlich von hier. Also traben wir in diese Richtung. Die Sonne geht auf und wirft lange Schatten. Ein schwarz-weiß gestreiftes Stachelschwein kreuzt unseren Weg und blickt uns an, als ob wir den Verstand verloren hätten.
Nach einer Stunde kommen wir zum Rand eines roten Canyons und schauen hinunter in das grüne Tal, in dem die Mustangherde zuletzt gesehen wurde. Sam reicht mir sein Fernglas. Da im Morgenlicht stehen der Leithengst und die anderen Pferde. Ein paar Stuten grasen mit ihren Fohlen im Frühnebel. Die Mustangs haben uns noch nicht gewittert. Sam erklärt uns seine Taktik. Wir reiten in einem Bogen um die Herde und treiben sie quasi von hinten westwärts. Wenn die Herde anfängt zu galoppieren, müssen wir hinterher. Wir müssen sie flankieren und geradewegs ins Gatter führen. Ganz vorsichtig reiten wir auf einem kleinen Pfad den Canyon runter. Ein falscher Schritt im Geröll und du stürzt mit deinem Pferd 50 Meter tief. Auf der Ebene verteilen wir uns mit einem großen Sicherheitsabstand um die Herde und warten auf das Zeichen von Sam. Die Spannung steigt. Der Leithengst und seine Herde wittern etwas. Er schnuppert in die Morgenluft und blickt sich vorsichtig um. Ein lauter Pfiff durchschneidet die Stille. Wir geben unseren Pferden die Sporen. Der Leithengst wiehert laut auf, um seine Herde zu warnen, und galoppiert los. Neben ihm ist ein schöner junger Hengst mit einem weißen Zeichen auf der Stirn. Ein herrliches Tier. Hufe donnern auf dem Boden und Staub steigt auf. Der Leithengst registriert, dass nur ein Weg offen ist und rast westwärts. Wie geplant. Die anderen hinterher. Wir bleiben der Herde auf der Spur. Eine halbe Stunde reiten wir im gestreckten Galopp durch die Steppe. Der Leithengst legt so ein Tempo vor, dass mir vom Reitwind die Tränen in die Augen steigen. Immer wenn eines der Pferde aus der Herde ausbrechen will, treiben wir es mit den Plastiktüten an den Gärten zurück. 30 Minuten Galopp sind wahnsinnig anstrengend. Das scheint der Leithengst auch zu finden. Er drosselt das Tempo. Sam sagt uns übers Funkgerät, dass wir einen Sicherheitsabstand halten sollen, damit die Herde und vor allem die Fohlen sich erholen können. Ich nehme einen großen Schluck aus meiner Wasserflasche. Alles läuft nach Plan, denn am schmalen Ausgang des Canyon steht der Paddock. Wenn wir die Herde vor uns hertreiben, wird sie unvermeidlich dort hinein galoppieren. Und dann wird das Gatter geschlossen. Der Leithengst und seine Herde sitzen fest. Nervös traben sie auf und ab. Ich beobachte sie. Da ist der schöne junge Hengst. Sein weißes Stirnzeichen sieht aus wie ein Stern. Spontan gebe ich ihm den Namen Starlight. Das ist das englische Wort für Sternenlicht. Die Sonne geht unter. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich am liebsten zu Starlight in den Paddock gehen möchte. Wie leichtsinnig. Und trotzdem, als sich die Mustangs beruhigt haben, frage ich Sam, ob ich versuchen kann, mich einem der Mustangs zu nähern. Er lächelt und fragt, welcher denn mein Favorit sei. Der da, mit dem Stern auf der Stirn, Starlight. Sam grinst und sagt, oh, du hast ihm schon einen Namen gegeben, hm? Dann bittet er 2 Ranger, den Hengst in einem Round Pan mit einem hohen Metallgitter zu treiben. Er sieht mich an und sagt, du weißt ja, was du zu tun hast, junge Dame. Ich bleibe dabei, hinter dem Gatter. Starlight ist außer Rand und Band. Mit bebenden Nüstern holt er nervös Luft, scharrt mit dem Huf, trabt mit erhobenem Schweif am Gatter hoch und runter. Dann versucht er über das Gatter zu springen. Er stößt sich dabei das Maul, bleibt benommen stehen und orientiert sich neu. Was für ein stolzer Kerl, denke ich. Na, traust du dich noch? Fragt Sam. Ich nicke still und betrete den Round Pan, ein Lasso in der Hand. Sams Augen folgen mir. Nur keine Angst haben, denke ich. Tiere registrieren Angst sofort und werden dann ebenfalls nervös. Starlight schnaubt wütend und jagt durch den Ring. Indem ich das Lassoende immer wieder hinter ihn werfe, verstärke ich seinen Fluchttrieb. Doch irgendwann ist er es leid, am Gitter entlang zu hetzen. Der junge Hengst wird langsamer. Ich bleibe in der Mitte und tue so, als ob ich ihn gar nicht wahrnehme. Und beobachte ihn aus den Augenwinkeln. Da, er leckt die Lippen und kaut und dreht ein Ohr zu mir. Doch ich schaue einfach nur auf den Staub auf meinen Stiefeln und drehe ihm den Rücken zu. Starlight beobachtet mich. Jetzt kommt er näher.
Stückchen für Stückchen. Nur 20 Zentimeter neben mir bleibt er stehen und schnaubt fast in mein Ohr. Das ist der magische Moment. Monty Roberts nennt das Join Up. Pferd und Mensch zusammen, nicht gegeneinander. Ganz behutsam hebe ich eine Hand und führe sie zu seiner Nase, damit er mich beschnuppern kann. Ich spüre, wie mein Herz schlägt und wie Starlight allmählich Vertrauen gewinnt. Kann ich es riskieren und den Mustang berühren? Bitte, Starlight, lass es mich schaffen. Ich lege meine Hand auf seine Nase und kann mein Glück kaum fassen. Er lässt es sich gefallen. Dieser wilde Mustang lässt sich von mir streicheln. Mein Herz rast vor Aufregung. Ich atme tief durch und schaue mich nach Sam um. Und ich bekomme einen Schreck. Neben Sam steht mein Vater. Er ist blass wie eine dieser Plastiktüten und dreht den Hut in seinen Händen. Aber er mischt sich nicht ein. Sam zwinkert mir zu und ich mache weiter. Eine halbe Stunde ist vergangen, seitdem ich den Round Pen betreten habe. Der Mustang lässt sich von mir im Kreis führen. Er folgt mir. Sam betritt den Paddock und nimmt mir das Seil ab. Gut gemacht, kleine Lady. Dann zeigt er mit dem Daumen nach hinten. Da steht Dad. Er hat seinen Hut in der Hand verknautscht und sieht plötzlich sehr alt aus. Dad? Frage ich vorsichtig. Mein Daddy hebt den Blick. Er hat Tränen in den Augen. Respekt, sagt er. Ich blicke meinen Vater ungläubig an. Ist das dein Ernst? Da nimmt mich Dad in den Arm. Ich habe ganz schön Angst gehabt. Er seufzt. Trotzdem war es ein großer Moment, verdammt. Einen alten Gaul wie mich muss man eben von seinem Glück überzeugen. Ich drücke meinem Vater einen dicken Kuss auf die stopplige Wange. Dann zieht es mich wieder zum Gatter. Starlight ist allein. Er trabt mit erhobenem Schweif im Kreis. Sam kommt und klopft mir anerkennend auf die Schulter. Dein Vater ist stolz auf dich. Er deutet auf Starlight. Vielleicht darfst du ihn ja behalten. Und bald kannst du versuchen, ihn zu reiten. Ich schaue zurück zu meinem Dad. Er hat den großen Hut wieder auf, schaut mich an und tippt mit dem Finger an die Krempe. Wie ein richtiger Cowboy. Oh. Na, könnt ihr das hören? Es funktioniert. Der Puppenherd hatte doch tatsächlich ein Stromkabel. Stecker rein, Puppentopf drauf, Maiskörner rein, Restöl war auch noch da und Deckel drauf. Oh, ich bin so gespannt. Noch ist nichts passiert. Also noch mal schnell zu meinen World-Reportern in die Geisterstadt. Uah. Habt ihr JC endlich gefunden? Did you find JC? Are you inside the saloon? Hello, Marvi Hämmer. Yes, we found another entrance. We're inside the saloon. It's dusty and dark. We can't see anything. Listen, there's a noise. Die Klapperschlange? The rattlesnake again? No, the snake is over there by the front door. It's another noise. It's a piano. An old piano. Ein Piano. Das spielt doch nicht von alleine. Jetzt haben Sie schon Halluzinationen, meine World-Reporter. Ouch! I can't see anything in the dark. Hey, wait a minute. Here's a light. I can't believe it. JC is dancing. Look what I found! Surprise! It's a gramophone. An old gramophone. And it works. How very interesting. Ich fass es nicht. Ein altes Grammophon mitten im Wilden Westen. Übrigens, wer es nicht weiß, ein Grammophon ist so ein Dings, das alte Schallplatten spielt. Denn im Wilden Westen gab's ja noch keine CDs. Und noch nichts zum Runterladen. Da wurde nur durchgeladen.
Come on, dance with me. The melody is great and the rhythm sounds like a Rattlesnake! What was that? Roberto, was that you with your gun? No, that wasn't me. The gun doesn't even work. Schreckschuss und Hammelfuß. Ups, Entschuldigung, ich glaube, das war mein Popcorn. popcorn? Marvi Hämmer? You can make popcorn in your studio? Awesome! Popcorn. Yummy. But the best thing is... The rattlesnake is gone. The rattlesnake is gone. Thanks, Marvi Hämmer. You saved us. Yippee-yay! I love the Wild West. Come on, let's open this can of beans. Oh, yuck! Yeah, Roberto. That's over 70 years old. Oh. 70 Jahre alte Bohnen, Gecko mio. Aber mein Popcorn ist ganz frisch, heiß und köstlich. Oh, großartig. Sowas von knusprig. Fehlt nur noch ein bisschen Zucker. Vielleicht sollte ich doch mal in diese Einkaufstüte da oben schauen. Oha, lieber nicht. Sieht aus, als ob die jeden Moment runterkommt. Auch das noch. Die Studiotür. Ein Mensch. Nix wie weg. Schnell diesen kleinen Herd an den Schreibtisch ranschieben. Verflixt. Tütenalarm! Alpengeist und Tütenreis. Die Welt geht unter. Ach, mein Sohn ist Tüte umgekippt. Die ganze Milch, Mehl und die Eier. Kann ich mir gleich ein Omelett machen? Hätte ich die Einkaufstüte mal gleich mitgenommen. Jetzt kann ich die Reste einsammeln. Ach, Joghurt, Butter, Schlangengurke. Ach nee, das ganze Hamsterfutter. Hamsterfutter? Da fehlen ja die Maiskörner. Dafür riecht's nach Popcorn. Ist ja wie verhext. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Aber heute ist mein Tag. Das war ein echter Kracher. Und Popcorn ist auch noch da. Ich glaube, das war's für heute. Gleich gibt's noch alle englischen Texte aus dem Heft. Und Noras Geschichte auf Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hosta! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 25. English History Guide. Apollo 15. Mission to the Moon. We're going to the moon! The countdown starts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! This is the Falcon Lunar Module from Apollo 15. Psst, the astronauts. Must be Scott and Erwin. This is the last one. Wow, we have about 77 kilograms.
Goodbye, Moon. See you again from Earth. Okay, Freddy. We're starting over. What a funny car! Let's go for a moon trip! And action! Look at this big canyon. It's called the Headley Rill. Oh, look! Our home planet Earth! How lovely! What is our speed? About 13 kilometers per hour. What's that? I wish it was a drive-in restaurant. I'm hungry. Here's some food for you, Roberto. It's the base of an earlier Apollo mission. It's the Eagle from Apollo 11, the first moon landing. Look what I found! A footprint! That must be Neil Armstrong's footprint. No, it's Aldrin's footprint. The American flag from 1969. Check your air pressure. It's time to get back. Hurry up, JC. Let's take some moon rocks as a souvenir. Let's put out our mission flag. Navigation. Celestial body. Moon. Terrestrial satellite. Landing site. Hadley Rill. Lunar rover. Hadley Rill. Luna Maria. Footprint. Distance. Fact box. Astronauts wear spacesuits. They protect them from heat and radiation. They have a pressurized atmosphere and supply oxygen. The astronauts had packaged meals on the moon. This footprint is not deep. That's because gravity is weaker on the moon than on Earth. An 80-kilo man weighs only 13 kilos on the moon. Glossary. Spacesuit. To protect. Radiation. Oxygen. Packaged meals. Gravity. To weigh. Lunar module. Home planet. Base. Air pressure. See page 4. World News. Ming's Notes. A girl is riding a unicycle. 2 boys are balancing on stilts. A coach is picking up 3 maces. See page 6. The Last Wild Horses. JC beobachtet die Wildpferde. They're wild. JC's report from Dulman. Hello, Marvi. I'm at the Meerfelder Bruch in Germany. Wild horses live here. I'm watching the herd from behind a tree. The horses are grazing on the meadow. I can see many young horses, the foals. When a female horse becomes pregnant, it takes 11 months before the foal is born. Most foals are born in April and May. They're so cute. JC's notes. A girl is picking a ticket out of a drum. She is reading out the number. The winner is receiving his wild horse. Catching wild horses. Herd. Herder. Stallion. Spectators. Neckerchief. Westphalian shirt. Rope. See page 12. The Big World Cup Competition. Germany. Poland. Ecuador. Costa Rica. England. Trinidad. Sweden. Paraguay. Argentina.
Serbia, Montenegro. Netherlands, Ivory Coast. Mexico, Angola, Portugal, Iran. United States, Italy, Czech Republic, Ghana. Australia, Brazil, Japan, Croatia. Republic of Korea, France, Togo, Switzerland, Spain, Tunisia, Saudi Arabia, Ukraine. Roberto's notes. Take the schedule and go to your friends. Read the fixtures to them. Note down the points from every group. WM Kids. Costa Rica. I hope that Costa Rica win the World Cup. Australia. It's getting hot out here, waiting for the World Cup to start. Brazil. I support my team with faith, hope, optimism and party. Poland. I support the Polish team, of course. I'm from Poland. See page 16. This is how the Vikings lived. Roberto erzählt dir vom Leben der Seefahrer. What a fast ship. Roberto's notes. The ships are long, narrow, and equipped with a big sail. Some men have swords in their hands. They are wearing metal helmets on their heads. This is a Viking ship. Sail, mast, rigging, stern, prow, hull, steering oar, oar. Letter to Marvi. Dear Marvi, I am Niels Verweiler von Ribe. I am 11 years old. Ribe is the oldest town in Denmark. At our Viking Museum, I have seen a lot of Viking things, and there is a Viking ship that you can sit in. The Vikings were famous for their ships. They sailed from Scandinavia to Iceland, Greenland, Germany, and Canada. Best wishes, Niels. See page 22. Animal records. The baggiest animal. J.C.'s notes. Its body is covered with skin folds. It is sitting on the bottom of the lake. This is a giant Titicaca frog. Eyelid, nostril, mouth, skin fold, foreleg, toe. See page 30. Amazing animals. J.C.'s notes. The cages are empty. The dogs are running freely around the house. The greyhound opens the lock with its mouth. See page 32. The Dragon Hunter. J.C. begleitet einen Libellenforscher. They really look like tiny dragons. J.C.'s notes. The insects have two striking compound eyes. These smaller eyes enable the dragonfly to look in every direction. A dragonfly can spot a tasty fly at a distance of more than 5 meters. This is a dragonfly. Abdomen, thorax, head, eye, wing, leg. J.C. interviews Keith Wilson. Keith is a biologist and lives in Brighton, United Kingdom. What kind of dragonfly is most common in Central Europe? The most common dragonflies are the darters. They have a broad, brightly coloured abdomen, often powdered blue or red. Do the beautiful colours and patterns have any function? Male dragonflies are often spectacularly coloured, but the females are usually quite drab.
The colours are used to attract females. How many eggs does a dragonfly lay? A female dragonfly might lay about 8 batches of 80 eggs during her lifetime, but the survival rate for larvae is not high. See page 38. Climate in danger. Help, my home is melting. Ming's notes. The polar bear waits by the hole. The seal swims up to the hole. The polar bear grabs the seal. This is a polar bear. Ocean. Wet fur. Pack ice. Pour. Puddle. Ice flow. Letter to Marvi. Hi, I'm Mary Blake Bonn from Baltimore, USA, and I'm 16 years old. Last October, I took part in the Polar Bear Camp. That's an exciting program for students who want to learn more about polar bears. We travelled to Canada and spent 3 days in the wild. We saw 9 polar bears. I learned a lot about these animals. Do you want to join the camp too? To find more information, www.polarbearsinternational.org. See page 40. Kids did it. Ming's notes. Kishan is looking through the camera. Then he sits down on the director's chair. He is holding a microphone in his hand. See page 44. Fun stuff. 5 cool bubble tricks. See page 46. Just joking. Tongue twister. 6 silly sisters sort short socks. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui, aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Hello, Marvi Hämmer. My name is Nora, and I'm 19 years old. I live on a farm in New Mexico, a state in the southwest corner of the USA. The area here is beautiful. Infinite prairie and a couple of canyons. Nature as far as the eye can see. The grass grows here between pale green juniper bushes and cedars. We are a real cowboy family, and we've been raising cattle for generations. My parents, my older brother, and I. I learned how to ride a horse before I learned how to walk. Horses are very important to us because we do our work with them. We ride out with the horses to check our herd of cattle and pastures, day after day. We sit in the saddle for as long as 6 hours a day, a real bone-breaking job. Everything here runs on a regular routine. If someone suggests changing something, my dad only smiles and says, "An old nag isn't easily convinced." That's true. Old nags are rather stubborn. While we're working, we occasionally watch Mustang herds as they move across the prairie. Mustangs are wild horses that roam freely. They aren't real wild horses, but horses that were brought to America by the Spaniards 400 years ago. The horses escaped and became wild. I love Mustangs. They are proud and impetuous. But because they don't come into contact with people, they are very shy. A couple of cowboys have managed to tame wild Mustangs, but an acquaintance of my father was trampled to death. My dad always says
that a wild Mustang will never come onto the ranch. Nevertheless, I have dreamt of having a Mustang since I was a child. I studied long ago about how to tame wild horses using gentle methods. Our neighbour Sam has experience with these methods. He learned some of his methods from the so-called horse whisperer Monty Roberts. I have often visited Sam, secretly of course, because of Dad. If Dad only knew. Under Sam's instruction, I have even managed to lead a wild horse. You just have to know certain things. For example, that horses are flight animals. If you are in a round, lunging pen, a so-called round pen, you have to put them into a flight situation by throwing a lasso, for example. The horse then starts to run around the pen. Since it can't escape from the round pen, it stops and sends out signals. It licks and chews as if to say, "Hello, I'm just a peaceful herbivore." Then you have to turn your back to the horse, as if you were disinterested. If you do everything right, the horse comes towards you. And then you've succeeded in taking the first step towards cooperation. This sounds very simple, but you need a lot of experience. There used to be an infinite number of Mustangs in the USA, much to the aggravation of farmers, because the horses allegedly ate so much grass. But over time, some Americans have developed quite a special relationship to the Mustangs. This is because they are a symbol for freedom. So that the number of Mustangs doesn't increase unchecked, though, they are driven together once a year and then given up for adoption, so to speak. This means that you can buy them at auction, but they remain property of the state. This summer, Mustangs from our region are being driven together and auctioned off, and we, of all people, are going to help the rangers. Dad has nothing against us going along, but he doesn't want to come. I don't care at all, because Sam will be our leader, and he knows more about Mustangs than anyone. On the day before we are to drive the Mustangs, we put together a metal pen about 2 miles south of the ranch at the end of the canyon. We want to drive the Mustangs in there tomorrow. Then they'll be registered and loaded. After we finish with the pen, we have to hit the hay pretty early because we have to get up before sunrise. After a hearty breakfast with beans and bacon and a cup of coffee, we mount our horses. They shake their tiredness off with every step. Sam rides in front. With his sun-tanned face and his well-worn hat, he looks like a character from a Western movie. We sit in our big Western saddles, in thick jackets and chaps, the leather aprons that protect our legs, and have lassos, radios, and crops that have little white plastic bags tied to them. The bags rattle in the wind, and when moved at the right moment, can help drive the shy horses in a certain direction. We had seen a 15-head herd about 10 miles east of here 2 days before, so we decide to trot in that direction. The pale sun rises and casts long shadows for a long time. A black and white striped porcupine crosses our way and looks at us as if we were out of our minds. After an hour, we come to the edge of a red canyon and look down into the green valley where the Mustang herd was last seen. Sam hands me his field glasses. The leading stallion and the other horses are standing there in the morning light. A couple of mares are grazing peacefully with their foals in the early morning mist. The Mustangs haven't sensed us yet. Sam explains his strategy to us. We'll ride up around the herd and drive it westward from behind. If the herd begins to gallop,
We have to go after it. We have to flank it and lead it straight through the gate. We ride very carefully down a little path into the canyon. A wrong step in the rubble, and you and your horse fall 50 meters. At the bottom, we spread out with a large, safe distance around the herd and wait for Sam's signal. The tension increases. The stallion and his herd sense something. He sniffs the early morning air and looks around carefully. A loud whistle cuts through the silence. We spur our horses into action. The stallion neighs loudly to warn his herd and gallops off. There is a beautiful young stallion next to him with a white mark on his forehead. A marvellous animal. The sound of hooves thunders on the ground and the dust flies. The stallion realises that there is only one way out and races westward, as planned, and the others follow him. We stay hot on the hooves of the herd. We ride in a stretched gallop across the steppe for about 20 minutes. The stallion is going so fast that I have tears in my eyes from riding into the wind. Whenever one of the horses wants to break out of the herd, we drive it back with the plastic bags attached to the crops. 30 minutes at full gallop are really exhausting. The stallion seems to think so too. He slows down first, and then the mares and the foals. Sam tells us over the radio that we should keep a safe distance so that the herd can recover, especially the foals. I take a large sip from my water bottle. Everything is going according to plan. If we continue to drive the herd in front of us, they will trot through the gate by themselves. The stallion and his herd are in the pen. I watch them as they trot nervously back and forth. There is the beautiful young stallion I had seen. The white mark on his forehead looks like a star. I spontaneously give him the name Starlight. The sun sets. I catch myself thinking about how much I'd like to go up to Starlight in the pen. How reckless. And nevertheless, when the mustangs have calmed down, I ask Sam if I can try to approach one of the mustangs. He gives me a smile and asks me which one is my favourite. The one there with the star on his forehead. Starlight. Sam grins and says, "Oh, you've already given him a name." He then asks 2 rangers to drive the young stallion into a round pen. He looks deeply into my eyes and says, "You know what you have to do, young lady. I'll stay with you, but behind the bars." Starlight is a bundle of nerves. With shaking nostrils, he nervously takes a deep breath, scratches the ground with his front hoof, trots back and forth with his tail in the air and bucks. He even tries to jump over the gate, much too high. He bumps his nose while attempting to escape, and he stops dazedly and has to orientate himself. I think to myself, what a proud guy. Do you still dare?" asks Sam. I nod quietly and enter the round pen, a lasso in one hand. Sam's eyes follow me. I am not afraid, I think to myself. Animals immediately sense fear, and then they also get nervous. Starlight snorts furiously and charges around the ring. With the lasso, I encourage his flight response. Eventually, Starlight gets tired of running around the ring and starts to slow down. I remain in the middle and pretend like I'm not aware of him at all. But I watch him out of the corner of my eye. He starts to lick his lips and to chew, and an ear turns towards me. I simply look on the dust on my boots and turn my back to him. Starlight is watching me. He is getting closer now, bit by bit. He stops about 20 centimetres away from me and almost snorts in my ear. This is the magical moment.
Monty Roberts calls it join up. Horse and man working together, not against each other. I raise a hand, very carefully, and place it in front of his nose so that he can smell me. I can feel my heart beating, and now I'm gradually winning Starlight's confidence. Can I risk it? Can I touch the Mustang? Let me do it, please, Starlight. I put my hand on his nose, and I can hardly believe my luck. He lets me touch him. This wild Mustang is letting me pet him. My heart goes wild with excitement. I take a deep, deep breath and look around for Sam, and get a shock. Next to Sam is my father. He is as pale as one of those white plastic bags and is turning his hat in his hands. But he doesn't interfere. Sam winks at me and I carry on. Half an hour has passed since I entered the round pen. The Mustang lets me lead him around the circle. He is following me. Sam enters the pen and takes the rope from me. Well done, little lady. He then points behind him with his thumb. Dad is standing there. He has his crumpled hat in his hand and suddenly looks very old. Dad? I ask carefully. My daddy raises his head and looks at me. He has tears in his eyes. Respect, he says. I look at my father doubtingly. Are you serious? Dad puts his arms around me. I was really afraid, he sniffs. But it was an incredible moment. Damn! An old nag like me just needs to be convinced of his luck. I give my father a big kiss on his stubbly cheek. Then something drags my attention back to the pen again. Starlight is alone. He's trotting in a circle with his tail in the air. Sam comes and gives me an appreciative clap on the shoulder. Your father is proud of you. He nods his head towards Starlight. Maybe you can even keep him. And soon you can try and ride him. I look back at my dad. He has his big hat on again. He looks at me and tips up the brim like a real cowboy.